So, heute sind wir undercover im Obi und kaufen ein Schweißgerät. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde nie jemandem empfehlen, sich ein Schweißgerät im Baumarkt zu kaufen. Was man da bekommt, ist meistens nicht mehr Stand der Technik, relativ preisintensiv. Man könnte auch sagen, da wird einem teurer Schrott angedreht. Aber auch da haben sich die Zeiten wohl gravierend geändert. Mir haben mehrere Leute geschrieben, fahr mal in den Obi, was es da aktuell gibt, ist der absolute Hammer. Und im ersten Moment habe ich gedacht, die Leute haben mich veralbert. Ich bin in den Obi reingeschossen, habe an der Information eine nette junge Dame gefragt, haben Sie auch Schweißgeräte? Die hat gesagt, da hinten durch den Gang, da stehen die Schweißgeräte. Und dann standen sie plötzlich vor mir, die typischen Baumarkt-Schweißgeräte. Und ich will sowas nicht schlecht reden, aber es ist definitiv nicht meine Empfehlung. Also wieder zurück zur Information. Haben Sie nicht noch was anderes? Ja, da müssen Sie da hinten noch mal gucken. Da steht eine Aktion. Und dafür hat sich die Fahrt in den Obi definitiv gelohnt. Das sieht schon mal ganz, ganz anders aus. Also ich finde allein, wie schön dieser Karton designt ist mit diesem Obi-Bärchen drauf und so. Also finde ich top, traumhaft. Das ist ein komplettes Starter-Set zum Schweißen. Das heißt ein Schweißgerät, ein Schweißhelm, Handschuhe, Schweißdraht, alles drin, was es irgendwo braucht. Man braucht nur noch eine Steckdose und das Ganze kostet 129 Euro. Also finde ich Wahnsinn. Online glaube ich 149 Euro. Ich habe 129 bezahlt, das fülle mich hier auch extra ab. Ich habe das Gerät selber gekauft, hinten ins Auto rein und ab nach Hause in eine Werkstatt und dann gucken wir mal, was man für 129 Euro bei Obi an Schweißgerät bekommt. Während ich das Gerät jetzt auspacke, gehen wir einfach mal auf die Webseite des Herstellers und da können wir uns einfach mal angucken, was in dem Set drin ist und wie viel das normal kosten würde. Das heißt, ich habe einfach mal einen Warenkorb zusammengepackt, habe alles da reingepackt, was in diesem Set drin ist. Bei Stahlwerk an sich kann man dieses Set nicht kaufen, das gibt es nur bei Obi und ich habe hier einfach einen Warenkorb zusammengepackt, den kann man sich angucken, werde ich hier unter auch verlinken, könnt ihr euch da auch alles angucken und hier ist es ganz einfach so, hier hat man das Gerät an sich, das ist ein Fülldrahtschweißgerät Miniflux 120, gucken wir uns gleich an, was damit auch möglich ist, das kostet 139,99 €. Dann sind hier Schweißerhandschuhe dabei, die verwende ich selber auch, die haben wirklich eine sehr gute Qualität, die kosten 19,99 €. Hier ist ein komplettes Düsenset drin, Ersatzteilset, alles was man so an Verschleißteilen braucht, das kostet auch 19,99 € und was mich am meisten gewundert hat, ist der Schweißhelm, der kostet 29,99 €. Was mich daran gewundert hat, das ist nicht mal so der einfachste, den die haben. Die haben auch noch einen Schweißhelm, der kostet hier 44,99 € normal, aktuell 29,99 €, ist also auch schon rabattiert. Es würde aber auch einen Schweißhelm geben, der bei denen 20 € kostet, kann man hier alles an der Webseite nachvollziehen. Hier, den würde es auch geben, der würde wahrscheinlich auch reichen, die haben aber schon den besseren zugehauen. Und wenn man sich das ganze Set in meinem Warenkorb anguckt, ist man bei 209,96 € und ich habe 129 bezahlt, ne? Also sieht man schon, man bekommt da eine Menge und man muss fairerweise auch wirklich sagen, ich mache viel mit Stahlwerk, die haben auch schon so ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch wenn man das Gerät normal auf der Webseite kauft, bekommt man da was Ordentliches für sein Geld. Das ist ein Fülldrahtschweißgerät. Wer das nicht kennt von wegen, das ist ähnlich wie das sogenannte Schutzgasschweißen, nur du brauchst keine teure Gasflasche. Solche Verfahren waren früher extrem verschrien, weil sie sehr stark gespritzt haben. Das hat aber wirklich stark abgenommen. Mit solchen modernen Geräten kann man wirklich toll arbeiten und wie gesagt, ohne teure Gasflasche. Man braucht eine ganz normale 230 Volt Steckdose und dann kann man hier loslegen. Und alles, was man wirklich zum Schweißen braucht, ist in diesem Set enthalten. Das heißt, wir haben das eigentliche Schweißgerät. Hier ist ein Massekabel damit bei. Das ist ein abnehmbares Schlauchpaket. Das ist ein sogenanntes Elektrodenkabel. Man kann also mit diesem Gerät auch Elektroden schweißen. Ich zeige euch gleich die Bedienung. Wir haben hier diesen sogenannten selbstschützenden Fülldraht. Wenn man sowas nachkauft, immer darauf achten, er sollte eine vernünftige Qualität haben. Wir haben eine Drahtbürste, Schlackehammer. Das ist eine Abdeckung für das Schweißgerät, damit es nicht verdreckt. Habe ich hier bei meinen Schweißgeräten da drüben übrigens auch. Das sind Handschuhe. Das ist ein Düsenset und hier ist noch ein richtig schöner Schweißhelm dabei. Das ist ein selbstverdunkelnder Schweißhelm, das heißt, den setze ich auf. Ich sehe ganz normal, wenn ich anfange zu schweißen, verdunkelt er sich und ich kann alles beim Schweißen vernünftig sehen. Also es ist schon ein ganz schönes Set und jetzt fangen wir einfach mal an, gucken uns das Gerät im Detail an. Das heißt, ich schalte das hinten einfach ein
Und jetzt ist es im Prinzip von der Nutzung sehr, sehr einfach. Wir haben hier einen Push-Button. Das Gerät, muss man auch sagen, das sieht also nicht schlecht verarbeitet aus. Das sieht wirklich auch wertig aus. Kann man sich alles im Detail angucken. Dann können wir hier einfach durchschalten, die verschiedenen Verfahren. Wir haben also das Fülldrahtschweißen. Wir haben hier MMA, das ist das Elektrodenschweißen. Und wir haben sogar die Möglichkeit, dass wir mit so einem Gerät Wick schweißen. Das ist aber Wick-Schweißen mit Kontaktzündung. Und jetzt haben wir hier das Fülldrahtschweißen und dann kann ich hier einfach die Leistung einstellen und das Gerät schweißt. Und hier wähle ich noch die Drahtstärke aus. Das heißt, es gibt 0,6er, 0,8er, 0,9er, 1 mm. Ich würde immer den 0,8er oder den 0,9er empfehlen. Hier ist ein 0,9er im Lieferumfang, das wählt man einfach aus, installiert das Gerät und dann schweißt das Gerät. Hier hat man noch so eine visuelle Darstellung, sieht also wirklich auch schön aus. Also optisch auf jeden Fall ein schönes Gerät, sieht sauber, ordentlich verarbeitet aus, da kann man wirklich nichts sagen. Hier hinter der Seitenklappe verbirgt sich dann die Aufnahme für den Schweißdraht und das ist die sogenannte Drahtvorschubeinheit. Hier muss ich den Draht einfädeln. Das Ganze ist hier noch beleuchtet. Das heißt, wenn die Klappe gleich zugeht, dann ist das Licht wieder aus. Sieht man, dass man den Draht besser einfädeln kann. Das ist so ein kleines, nettes Gimmick. Was natürlich noch interessant ist, ist der Schweißhelm. Bei einem Schweißhelm, da kann man auch gerne mal mehrere tausend Euro für ausgeben. Das ist es sicherlich nicht, aber das ist auch alles andere als verkehrt. Das ist ein schöner, leichter Helm, der hat ein vernünftiges Kopfband, der hat die Einstellungsmöglichkeiten alle über diesen Push-Button hier. Das heißt, ich kann hier immer draufdrücken und dann wähle ich drin entweder Welt, was Schweißen ist, Cut, das sind die kleineren Verdunklungsstufen, oder halt, wenn ich länger drauf drücke, gehe ich in eine sogenannte Schleiffunktion und kann den auch als Schleifhelm nehmen. Also ist im Prinzip ein sehr schöner Basishelm und der sollte hier für das Fülldrahtschweißen, das probieren wir natürlich gleich alles aus, mehr als ausreichen. Sieht also wirklich auch nicht verkehrt aus. Ich habe hier extra noch so einen Beutel, das habe ich da drüben auch und in diesen Beuteln ist der Schweißhelm dann halt auch wieder geschützt. Dann habe ich da halt die Haube für das Schweißgerät, habe hier die Haube für den Schweißhelm und dann kann ich den auch in der dreckigsten Werkstatt irgendwo in der Ecke hängen und der Helm bleibt immer richtig schön sauber. Also ich sage mal so, wenn man das so sieht als Set erstmal, macht das einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich kenne das Fülldrahtschweißgerät schon, ich habe das schon. Darum muss ich natürlich nachher auch gucken, was ich mit dem Gerät und dem Set mache, weil ich den Schweißhelm im Prinzip auch nicht brauche. Ich fand das aber wirklich so interessant, darum bin ich heute in den Baumarkt geschossen. Ich habe bei Obi vorher nicht irgendwas nachgefragt. Das ist also kein werbefinanziertes Obi-Video. Das muss man auch immer ganz klar sagen. Ich bin da einfach hingeschossen, habe mir die Sachen so gekauft, wie sie hier auf dem Tisch sind. Und das werden wir jetzt einfach mal zusammen ausprobieren. Und ich werde euch zeigen, was mit so einem Fülldrahtschweißgerät alles möglich ist. Der Draht, der wird jetzt hier ganz einfach eingebaut, wird dann hier in die Drahtvorschubeinheit eingefädelt. Wichtig ist, dass man hier wirklich die richtige Nut an der Drahtvorschubrolle hat. Da ist eigentlich sonst nicht großartig was zu beachten. Ich installiere das Schlauchpaket immer erst danach, damit man das wirklich erstmal hier in Ruhe machen kann, dass sich hier der Draht nirgendwo verheddelt. Und dann kann man ganz einfach das Schlauchpaket installieren und dann drückt man auf den Knopf am Schlauchpaket und dann wird der Draht erstmal schön gefördert. Und dabei guckt man einfach zu, dass der Draht auch vernünftig gefördert ist und wenn der vernünftig eingefädelt ist, vorne bis zur Düse, dann können wir hier schließen. Dann wird hier vorne ganz einfach die Stromdüse aufgeschraubt. Die sollte immer genau den Durchmesser haben wie der Schweißdraht. Und dann kommt hier vorne die sogenannte Fülldrahtdüse drauf. Und dann schreiben mir die Ersten und sagen von wegen, die Düse ist viel zu lang, die müsste doch kürzer sein. Das ist so gewollt, das ist wegen der Wärmeableitung. Das heißt, hier vorne entsteht die größte Hitze und die Wärme soll abgeleitet werden. Normal beim sogenannten Schutzgasschweißen hat man dann so eine Düse und hier wäre das Schutzgas, das wird kanalisiert, strömt hier vorne lang und das kühlt natürlich und das hat man jetzt beim Fülldrahtschweißen ohne Gas nicht. Darum nimmt man da diese speziellen Fülldrahtdüsen. Man kann aber für kleinere Nähte auch mal diese standardmäßigen Schutzgasdüsen nehmen. Aber in der Regel sollte man hier diese Fülldrahtdüsen nehmen. Da hat man eine viel bessere Wärmeableitung und damit kann man dann viel, viel besser schweißen. Und so ist das Gerät im Prinzip fertig gerüstet. Und jetzt brauche ich das Gerät nur noch einschalten. Muss hier vorne die Masse anschließen. Die Masse kommt dann an mein Bauteil oder direkt an meinen Schweißtisch, wenn der aus Metall ist und leitend ist. Und dann stelle ich hier einfach die Leistung ein, habe hier den 0,9er Draht ausgewählt und dann
stelle ich einfach die Leistung ein, je nachdem, was ich schweißen will. Ungefähr so 30 Ampere pro Millimeter Materialstärke und dann kann ich damit schweißen. Wir schweißen erstmal eine schöne dicke Naht und dann zeige ich euch, wie einfach das geht. Jetzt kann ich hier im Prinzip loslegen mit dem Schweißen. Das ist ein 3 mm Rohr, das ist eine 6 mm alte Restplatte. Und dann kann ich hier einfach ansetzen, kann ich hier einfach einen Punkt machen, hier einen Punkt machen, andere Seite punkten und das Ganze dann verschweißen. Und an den Punkten sieht man schon, wie auf Anhieb dieses Schweißverfahren eigentlich gut funktioniert. Richtig schöne kleine Punkte, einfach einmal übergebürstet, dann ist die Schlacke weg, dann ist so ein bisschen die Spritzer weg, bleibt da auch nichts Großartiges über und dann ist das sauber gebürstet und dann kann man das jetzt auch perfekt schweißen. Und dann sieht man auf Anhieb, dass das wirklich richtig schöne Ergebnisse sind. Zweimal rüber gebürstet und dann hat man auch nahezu keine Spritzer mehr hier. Richtig schöne, saubere Ergebnisse. Das konnte man sich vor ein paar Jahren noch gar nicht vorstellen beim Fülldrahtschweißen. Das hat sich also extrem entwickelt. Ich kann euch wirklich immer nur empfehlen, wenn ihr euch einen neuen Fülldraht kauft, kauft euch da auch wieder was Vernünftiges. Es gibt so viel Schrott da auf dem Markt. Ich hatte da auch erst einen Fülldraht-Test gemacht. Da sieht man wirklich, dass es da dramatische Unterschiede gibt. So ein vernünftiger Fülldraht. Und das ist jetzt 6 mm, das ist 3 mm, das kann man hier noch problemlos mit schweißen. Viel mehr kann man natürlich nicht mit schweißen, dann gibt es auch deutlich leistungsstärkere Geräte. Aber dafür reicht das wirklich vollkommen aus. Und das Ergebnis sieht wirklich super aus. Jetzt sind wir gerade so schön warm, da machen wir das Ganze natürlich gleich nochmal. Das ist wieder eine 6 mm Platte, das ist ein 2 mm Vierkantrohr, das kann ich hier von innen heften, das kann ich von außen heften und dann kann ich einmal komplett ringsrum das Ganze verschweißen. Hinterher mit der Handdrahtbürste bürsten oder optional, was ich am liebsten nutze, ist wirklich ein Winkelschleifer mit einer rotierenden Drahtbürste. Da kriegt man dann alles an Spritzern ab und dann können wir uns wieder das Ergebnis angucken. Ich denke mal, so ein Ergebnis spricht für sich. Also das sieht wirklich Hammer aus. Einmal rüber gebürstet, sind die Spritzer weg. Richtig, richtig schönes Ergebnis. Jetzt drehen wir einfach mal auf 60 Ampere so ungefähr runter. So, 70, 61. Und dann habe ich hier 2 mm Vierkantrohr und dann kann ich das auch ganz einfach zusammenschweißen. Also man sieht, dass auch das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Und jetzt kann ich das Gerät natürlich auch weiter runter regulieren. Beim 0,9er Draht geht es bis zu 40 Ampere. Wenn man hier den 0,6er hat, geht es sogar bis 20 Ampere, bei dem 0,8er bis 30. Und hier geht es bis 40 Ampere. Eine gewisse Leistung braucht der Draht immer zum Aufschmelzen. Und dann kann ich hier zum Beispiel auch noch mal ein Millimeter Blech problemlos mit schweißen. Sieht man, ist auch ein richtig schönes Ergebnis. Wenn ich jetzt damit am Kfz schweißen möchte, was theoretisch wirklich auch problemlos möglich ist, dann würde ich immer 0,6er oder einen 0,8er Draht nutzen. Dann kann man da auch am Kfz problemlos Punktschweißungen machen, kleine Schweißungen machen. Können wir gerne auch machen. Wenn euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare. Machen wir da noch mal ein Video mit dem Gerät. Zeige ich euch auch, wie das da wirklich problemlos möglich ist. Heute habe ich hier nur die Grundausstattung genommen, die in diesem Set dabei ist. Und dann sieht man wirklich, was damit möglich ist. Millimeter Blech auch noch wirklich problemlos geschweißt. Hier 2 mm Blech problemlos geschweißt. Hier 6 mm mit 2 mm geschweißt, 6 mm mit 3 mm. Also da ist wirklich einiges möglich und Vorteil ist halt wirklich, es ist sehr, sehr einfach von der Anwendung. Wie gut man durch den Schweißhelm sehen kann, das kann man jetzt hier so sehen. Das ist die normale Sicht durch die Kassette. Die verdunkelte Sicht, die kann man mit so einem Objektiv leider sehr, sehr schlecht filmen. Das ist nicht so, wie das menschliche Auge das wahrnimmt. Da müsst ihr euch so ein bisschen auf mein Urteil verlassen. Ich bin hier sehr zufrieden. Also ich kann hier sehr gut sehen, was ich schweiße. Ganz einfach auf 10 jetzt eingestellt. Verdunkelungsstufe kann man noch deutlich heller stellen. Je nachdem, wie man das braucht. Ich bin da mit der Sicht aber mehr als zufrieden. Jetzt habe ich gerade einen Schock gekriegt, wo ich meine Elektroden rausholen wollte. Sieht man, die sind so gesprenkelt. Die haben eine ganz komische Färbung gekriegt. Die sind überlagert. Die haben den Winter hier in meiner feuchten Werkstatt nicht überlebt. Ich habe das Gerät jetzt hier auf MMA gestellt. Also einfach durchgehen, MMA. Dann schalte ich mal so knapp 90 Ampere ein. Ich habe 2,5 mm Elektroden. Nehmen wir 90 Ampere.
und dann habe ich mir noch eine neue Packung aufgemacht. Das sind Elektroden, die sind in so einem Köcher gelagert. Das ist auch sehr, sehr empfehlenswert, weil das größte Problem beim Elektrodenschweißen sind meistens die Elektroden und der Zustand der Elektroden. Wenn die feucht sind von der Umhüllung her, dann kann man die sehr, sehr schwer verschweißen. Dann kriegt man da wirklich sehr schlechte Ergebnisse. Wenn die so aussehen oder wenn sich die Umhüllung schon abpult oder so, dann kann man die im Prinzip nur wegschmeißen. Wenn sie ein bisschen Feuchtigkeit gezogen haben, dann tue ich die immer noch mal in den Backofen. Und am besten ist wirklich vernünftig lagern. Ich habe die meisten Elektroden immer zu Hause bei mir im Heizungskeller. Das ist immer schön warm. Oder halt in so einem Köcher. So ein Köcher ist auch wirklich eine schöne Sache. Habe ich mir auch mal angeschafft. Da habe ich jetzt Elektroden immer drin. Dann sind die immer in der Werkstatt. Kann ich immer loslegen. Kann ich hier unter auch gerne mal verlinken. Und dann können wir hiermit ganz einfach Elektrode schweißen. Und man sieht das an dem Video. Die Elektrode zündet wirklich butterweich. Das ist einmal der Zustand der Elektrode. Und das ist natürlich auch das Verhalten von dem Schweißgerät, dass das Gerät einen vernünftigen Hotstart hat und dann schweißt man hier richtig schön. Und wenn man sich so eine Elektrodennaht hinterher mal anguckt, dann sieht die natürlich oft meistens verhauen aus mit der Schlacke. Und wenn man dann die Schlacke entfernt, dann hat man eine wunderschöne Schweißnaht. Elektrodenschweißen muss man natürlich ein bisschen üben, muss man können. Das Fülldrahtschweißen an sich ist deutlich, deutlich einfacher. Ich wollte aber auch noch mal zeigen, dass das Gerät wirklich auch vernünftig Elektrode schweißt. Also wer irgendwo noch mal sagt, von wegen im Baumarkt gibt es nur Schrottschweißgeräte, die völlig überteuert sind, der kennt das Gerät nicht. Hat mich wirklich begeistert. Ich habe dieses Fluxgerät schon mal ausprobiert, wollte da schon länger mal ein Video zu machen, fand ich jetzt ein wirklich toller Anlass. Wie gesagt, dieses Set, ich habe es für 129 € selber gekauft. Online steht es für 149 und in manchen Filialen gibt es wohl für 129. Ob das noch verfügbar ist, ich habe es am Montag, den 2.3. gekauft, genau, müsst ihr immer nachgucken individuell. Und ein Glücklicher, der kann dieses Set hier gewinnen. Das heißt, schreibt mir einfach einen netten Kommentar darunter, kann auch ein konstruktiver Kommentar sein. Beleidigender sollte es nicht sein, dann kann derjenige nicht gewinnen. Aber ansonsten schreibt einfach, was euch interessiert, wie gesagt. Und ich verlose sowas immer gerne. Ich habe viel zu viele Geräte, ich kann das alles nicht mehr gebrauchen. Ich möchte aber euch immer wieder neuen, interessanten Content bieten, euch zeigen, was möglich ist. Und wenn ihr noch Fragen zu dem Gerät habt, dann können wir da gerne noch mal mehr Videos zu machen. Vielleicht noch mal das Lift Arc Wick Schweißen ist auch interessant, kann das Gerät ja auch. Und natürlich das Dünnblechschweißen im Kfz-Bereich, das ist sicherlich auch interessant. Das können wir auch gerne noch mal machen mit 0,6er Fülldraht, 0,8er Fülldraht. Gibt es also viele Sachen, die wir noch als Video machen können. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Euer Manni. Das Wichtigste noch: unter dem Video verlinke ich auch noch mal interessanten Content. Das heißt, ich habe mal ein Video erstellt in 15 Minuten zur ersten eigenen Schweißnaht. Da wird das Fülldrahtschweißen im Detail erklärt. Sehr schönes kleines Video, habe ich mal mit einem jungen Mann zusammen gemacht. Das verlinke ich hier unter, das könnt ihr euch da kostenlos angucken. Und ich habe noch ein paar andere Sachen zum Fülldrahtschweißen, vernünftigen Fülldraht. Und einen Link zu dem Gerät gibt es natürlich auch. In diesem Sinne, bis dann, euer Manni.